Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Nachdem wir Russland durchquert hatten, erkundeten wir entlang der alten Seidenstraße Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an. Genauer gesagt in Laos. Nachdem uns unser Camper Jenny über wirklich anspruchsvolle Straßen nach Luang Prabang gebracht hatte, waren wir nun dort, genossen die Zeit, aßen sehr guten Käse und besuchten einen wirklich tollen Ort. Hallo und Sabadi aus Luang Prabang, besser gesagt von unserem wunderschönen Stellplatz am Tempel, auf den wir freundlicherweise stehen durften. Wir haben hier übrigens gerade das Ende der Fastenzeit mitbekommen. In einigen Tagen würde hier das große Lichterfest stattfinden, beziehungsweise im ganzen Land Laos. Und die Vorbereitungen liefen bereits auf Hochtouren. Madeleine von 5 on 6 Wheels und ich hatten beschlossen, dass wir uns gerne noch massieren lassen möchten und hatten uns so einen der vielen Massageläden herausgesucht. Eine Massage kostet hier im Schnitt zwischen 4 bis 6 Euro, was unfassbar günstig ist für eine Stunde Arbeitszeit. Ja, es war wirklich krass zu sehen, wie günstig hier Arbeitszeit ist. Die Massage war übrigens sehr, sehr gut. Super empfehlenswert. Es ist 6 Uhr morgens und die Mönche sind schon sehr fleißig und kehren irgendwie das Laub weg. Und wir haben gerade eben den Lauf der Mönche verpasst, den Bettellauf, wo die Mönche angeblich genau hier vorbeilaufen, ins Dorf gehen und dann irgendwie sich Reis betteln. Das ist so eine Tradition. Es ist die große Putzstunde. Und alle helfen mit. Stiftung Projekt Weltreise sagt, das Wasser ist gut. Wir können ab sofort wieder Wasser trinken aus unserem Tank, wenn alles gut läuft. Yeah. Das ist das Tempelgelände, auf dem wir stehen durften, jetzt 2 Nächte lang. Es war sehr toll, wir bedanken uns sehr bei den Mönchen, die super angenehm und liebenswert sind. Wir haben auch erfahren, hier in Laos gibt es sehr viele junge Mönche, also wirklich kleine jungen Kinder, junge Erwachsene, denn
Viele werden in die noch aktiven Klöster geschickt, weil die Schulausbildung dort sehr gut ist, um den jungen Menschen eben eine bessere schulische Ausbildung zu gewährleisten. Finde ich einen sehr spannenden Fakt und somit bleiben diese Mönchskloster hier erhalten. Wir haben aber auch erfahren, dass das die Art und Weise des Buddhismus ist, wo der Mann eben auch höher angesehen wird als die Frau und ja, ne? Also dieser Bereich von Laos ist schon absolut auf Touristen ausgerichtet. Und wir haben jetzt auch gesehen in Luang Prabang, das war der absolute Touristenort, also das Paradies für junge Backpacker und auch ansonsten natürlich jegliche Art von Touristen. Das ist, glaube ich, ein schönes Reiseziel und auch nicht zu teuer. Und auch um diesen Ort herum gibt es ganz, ganz viele Attraktionen für Touristen, die man so machen kann. Wie zum Beispiel diese Wasserfälle, wo wir gerade unterwegs sind. Aber wir fahren jetzt auch noch zu einer Käsefarm, wo Joghurt und Mozzarella hergestellt wird. Und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Wenn man durch Laos fährt, fällt auch sehr schnell auf, dass hier viele Häuser im kolonialistischen Stil stehen. Und jetzt ist mir auch klar, warum. Denn ich habe mal die Geschichte von Laos gegoogelt, hihi. Und Laos war echt lange besetzt von den Franzosen vor den Weltkriegen und auch nach den Weltkriegen und wurde dann leider später auch in den Vietnamkrieg mit reingezogen und war teilweise sogar krasser umkämpft als Vietnam. Und mit dem Hintergrund ist einem dann doch schnell klar, warum man diese ganzen kolonialistischen Häuser hier sieht, die teilweise auch sehr schön restauriert sind und ganz bunt angemalt sind. Wo sind wir in der Buffalo Dairy Farm? Hier überall sind Wasserbüffel und es geht ihnen sehr gut. Die haben verschiedene Gehege und ein nettes Café ist hier auch dabei und wir gönnen uns jetzt einfach mal so eine Käse-Testplatte und ein Eis und Cappuccinos und ja. Ich hätte gerne eigentlich so eine Tour gemacht, wo noch gezeigt wird, wie sie hier den Käse und den Joghurt machen. Allerdings hätten wir uns dafür früher anmelden müssen. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen verständlich, weil da wohl viel vorbereitet werden muss. Und diese Tour würde hier $200 kosten. Pro Person. Pro Person. Genau, das ist auf jeden Fall schon ein stolzer Preis. Und da wir aber uns zeitlich committed haben, am Dienstag an einem bestimmten Ort zu sein und wir noch die Wasserfälle hier anschauen möchten, die auch noch um die Ecke sind, haben wir uns jetzt nicht dafür entschieden. Und wir testen jetzt den Käse und schauen, ob wir hier ein bisschen Käse mitnehmen, weil Käse ist hier natürlich ein bisschen anspruchsvoll zu finden. Und ja, es ist aber auf jeden Fall ein Feel-Good-Ort. Also das Gefühl, dass die Tiere sich hier wohlfühlen, ist auf jeden Fall da und ist auch sehr schön alles gestaltet hier. Für umgerechnet $10 pro Person kann man hier auch kleinere Touren machen und ich glaube in 15 oder 20 auch eine etwas größere Tour, wo man über das Gelände geführt wird, einem die Tiere näher gebracht werden. Man darf sie auch füttern und waschen, je nachdem welche Tour man bucht und beim Melken zusehen oder beim Melken mitmachen. Ja, genau. Aber ich glaube, diese Art von Erlebnis kennen wir ja. Also klar, es sind hier Wasserbüffel und keine europäischen Kühe, die auf der Alm stehen. Aber genau, deswegen ist für uns eher, sagen wir mal, das Endprodukt interessant. Wir essen dann lieber den Käse für das Geld. Ihr schaut aber glücklich aus.
glaube, da ist Käse drin. Beiß mal rein. Oh, Mm. was ist es? Reisbällchen. Ein Reisbällchen. Mhm. Ui. Dann haben wir noch Joghurt, Feta, Mozzarella. Ich weiß nicht mehr, was das andere war. Was schmeckt gut, Möhren? Also das ist irgendein würziger Käse. Total cremig, total lecker. Jetzt kommt der Mozzarella. Schon leider geil. Was ist hier drauf? Irgend so eine Art cremiger Frischkäse. Was ist das hier? Ja, auch nicht, aber der schmeckt besser. Der ist der Knaller. Und der Joghurt. Ich liebe den Joghurt. Wir wissen, wie man den macht. Das hat jetzt hier irgendwie insgesamt 17 Euro gekostet, oder? 17, 18 Euro für diese ganze Platte mit den 2 Cappuccinos. Schon gehoben für hier, aber es sind ja auch exquisite Produkte. Ja, es sind halt europäische Produkte, die hier hergestellt werden. Jetzt kommt der Taste-Test von meinem Kokosnusseis. Oh Mann, oh, ist das gut. Richtig gutes Eis. So, wie war's, Möri? Das ist sehr schön. Das ist ein Tierparadies. Allen Tieren geht's gut. Wir haben gerade gesehen, wie die Katzen gefüttert wurden. Es gibt Häschen, es gibt Schweine, es gibt Büffel. Es ist eine sehr entspannte Atmosphäre hier. Und ich würde eine Empfehlung aussprechen, wenn man mal hier ist, auch hier vorbeizuschauen. Man ist ja auch völlig frei, ob man hier nur essen möchte oder ob man eine kleine, eine große Tour machen möchte. Nur weil man die ganz große mit dem Käse machen haben will, sollte man das im Voraus planen und hier mit den Leuten im Voraus sprechen. Aber auch Leute, die hier irgendwie so ein bisschen volontieren wollen, sind gut aufgehoben. Man kann hier offensichtlich volontieren. Sämtliche Guides hier sind europäisch, genau genommen französisch wahrscheinlich. Und die geben hier Touren. Ja. Ich glaube, das ist das Haus, wo der Käse hergestellt wird. Man sieht von außen ein paar Geräte. So, wir haben uns jetzt 440 Gramm Mozzarella-Bällchen gegönnt für 335.000. Das sind 13, 14 Euro. Das ist wirklich unglaublich lecker. Wir werden es genießen. Ein Bällchen bekommen Martin und Lukas. Wir fahren zum Wasserfall. In den Wasserfällen, wo auch gleichzeitig ein Bärenrettungszentrum ist. Das Parken hat 15.000 gekostet. Die sind 80 Cent so ungefähr. Und der Eintritt 60.000 pro Person, das sind 2,40 Euro. 2,40 Euro pro Person, danke. Und es ist ein super touristischer Ort, aber sehr süß gemacht. Jetzt erstmal baden gehen. Wuhu! Es sind sehr, sehr viele Chinesen hier, aber die hatten ja auch vor einer Woche Nationalfeiertag und dementsprechend eine ganze Woche Urlaub. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Der Kuangxi-Wasserfall ist einer der schönsten Wasserfälle in Laos. Wenn man gewissen Toplisten glaubt, dann sogar der allerschönste. Allein schon in der direkten Umgebung von Luang Prabang haben wir aber noch einige andere auf Google Maps entdeckt, die wir dann aber nicht angefahren sind aufgrund unseres Zeitmangels. Jedoch sind wir später im Süden des Landes auch nochmal an zahlreichen Wasserfällen vorbeigekommen, die auch alle wunderschön waren und allesamt deutlich untouristischer.
Workout für heute. Das ist dann wohl der Dschungel, ich glaube. Da kann man nicht mal eben so querfeld einspazieren. Bei einer Wanderung oder so. Aber auch da, Ja. Berge. Echt toll. Und jetzt geht's noch weiter hoch. Das sind jetzt schon 400 Stufen. Mal gucken, wie hoch es noch geht. Also hier oben beginnt die Zipline und sie haben die Befestigungen auf ziemlich massiven Bäumen gesetzt. Krass. Wahnsinn. Solche Bäume. Richtig übel. Into the jungle. Oh! Ich habe clevererweise meine Sicherheitsschuhe an. Ja, und die laufen durch den Dschungel. Das ist super spaßig. Ich habe mich dann im Wasser abgekühlt, während die Miri ein bisschen Angst davor hatte, sich da ein paar Blutegel einzufangen. Ich kann aber sagen, dass da keine drin waren, Gott sei Dank. Aber gut, vorher wusste man das ja nicht. Hier gibt es noch ein Bärenrettungszentrum, das wir gleich betreten werden. Und die hier in Laos heimischen Mond- und Sonnenbären kann man hier ansehen. Hier auf dem Schild stand drauf, dass Mondbären bis zu 40 Jahre alt werden und dass die Tiere, die man hier sieht, vor Wilderern gerettet wurden. Hier steht auch drauf, wenn man hier ist, soll man gerne ein T-Shirt kaufen, weil das eine Non-Profit-Organisation ist, diese Organisation zu unterstützen. Und sollte man illegale Wilderung mitkriegen, soll man die 1601 wählen, 1601, und das Ganze melden, damit eben das hier nicht passiert. Denn die Mondbären sind eine aussterbende Art hier. Und hier kann man noch spenden. freethebears.org. Da kann man auch Spenden machen, um das Ganze zu unterstützen. Genau. Dann gehen wir mal gucken, wer hier geweckt wurde. Wenn man also wissen möchte, wie sich Bären im Käfig fühlen. Toll, oder? Ja, lässt sich leben hier. Aufstehen kann ich schon mal nicht und ich bin klein. Ich bin wirklich sehr klein.
Also während in Europa der Braunbär verbreitet ist, den kennt man, ist hier in Asien überwiegend der asiatische Blackbear oder auch Mondbier, glaube ich. Nein, der Moonbeer ist. Nein, doch, das hier das ist der Sunbeer. der Sunbeer, der ist hier auch verbreitet. Ja. Das ist der Sunbeer. Stell dich mal steht daneben, drauf. Juri. Da Wie groß steht- ist der? Also da steht drauf, dass die hier in Restaurants teilweise angeboten werden zum Essen. Na toll. Und das ist der Mondbär. Leider sehen wir auch in diesem Gehege keinen Bären. Vielleicht später noch oder wie auch immer. Ich finde es okay. Die sollen ihre Ruhe haben. Also hier sieht man eine Leopardenkatze mit nur einem Auge, die 2017 gefunden wurde und so nicht alleine überleben konnte. Also hat man sie hier aufgenommen. Eigentlich wollten wir hier mit Otti, dem Hund von Madeleine und Lukas, noch schön den Abend ausklingen lassen. Aber dann ist noch was passiert und das erzähle ich gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Vang Vieng. Heute Nacht haben wir irgendwo neben der Straße übernachtet. Das war so gar nicht geplant. Wir wollten eigentlich bei den Wasserfällen auf dem Parkplatz übernachten und hatten dort mit den Parkwächtern auch schon 4 Euro für 2 Parkzeuge pro Nacht ausgehandelt. Die mussten uns dann aber nochmal Bescheid sagen, dass der Chef mit diesem Preis nicht zufrieden ist. Der wollte ungefähr 6 Euro pro Fahrzeug von uns. Und so haben wir uns gestern Abend nochmal entschieden, bei Einbruch der Nacht oder Dämmerung noch einen neuen Stellplatz zu suchen. Das ist hier in Laos gar nicht so leicht, haben wir festgestellt, denn der Urwald ist schon, oder der Regenwald ist wirklich, macht es schwer, hier Straßen zu bauen oder auch Flächen neben der Straße zu erhalten. Aber wir hatten Glück und wir haben auch noch einen geeigneten Platz gefunden. Der war jetzt nicht wunderschön happy peppy Vanlife mäßig, aber der Zweck heiligt ja die Mittel. Und jetzt geht's weiter. Das war sie nun, unsere Zeit in dem ersten großen Touristen-Hotspot in Laos, in Luang Prabang. Sie war sehr, sehr schön, aber auf eine Art und Weise auch irgendwie echt befremdlich. Und zu unserem ganz normalen Reisealltag, den wir sonst davor hatten, ein ziemlich großer Kontrast. Man sieht es auf den Videos nicht so sehr, aber unsere Stimmung war auch äußerst angespannt, denn die Durchquerung von China war wirklich sehr stressig für uns und wir hatten uns eigentlich nur danach gesehnt, einen schönen Ort zu finden, an dem wir mal eine Woche oder länger bleiben konnten. Und genau das war das Ziel von uns, seitdem wir in Laos angekommen sind. Wir hatten uns eine Unterkunft in Vang Vieng gebucht und in der nächsten Folge werden wir Richtung Vang Vieng aufbrechen und mitunter die schlimmsten Straßen fahren, eine der steilsten Bergstraßen, die wir jemals gefahren sind, und dann schließlich Vang Vieng erreichen, wo wir endlich entspannen können. Jetzt sagen wir aber erstmal Ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal.